Was ich wahnsinnig spannend finde, das Trailrunning oder auch das Fernwandern, was man ja in der Regel oder was ich zumindest in der Regel alleine mache, eigentlich einen absoluten Gegenentwurf darstellt zu meinem normalen Leben. Und ich glaube, dieses sehr Schnelllebige, was ich eigentlich halt immer in meinem Leben hatte, brauchte irgendwie diesen Bruch. Oder mein inneres Ich hat gesagt, nee, du musst da mal raus und irgendwie dich mit dir selbst auseinandersetzen. Dreamt of a melody, a traveler's song of wild clay mountains to hitchhike along. Roads never ending, see no one for miles, but my dream caught ablaze to the sound of the siren. Es gab meistens irgendwelche einschneidenden Erlebnisse, in der Regel negativer Art, die mich einfach so sehr entweder belastet haben, zum Gedenken angeregt haben, dass ich ganz doll das Bedürfnis hatte, hier wird mir gerade alles zu viel und ich muss einfach raus und den Kopf freikriegen. Das hat was total Befreiendes für mich, weil du dich plötzlich löst von ganz vielen gesellschaftlichen Normen und Zwängen und überhaupt Themen, mit denen man immer meint, sich auseinandersetzen zu müssen. Einerseits hat man natürlich wahnsinnig Zeit einfach zum Nachdenken und man kann auch an seine Grenzen damit kommen. Also es gab durchaus Momente, wo ich auch einfach schreiend und weinend im Wald stand und gar nicht mehr vor und zurück wusste. Aber das Gute ist, du hast in dem Moment eigentlich nur eine Option und die ist weitergehen. Mein Leben lang gedacht, ich habe einen Körper aus Stahl, der macht alles mit. Und da, nach diesen sehr langen Distanzen, dann noch mehr Trailrunning danach, ist halt irgendwann ein Knorpelschaden entstanden. Und da habe ich gemerkt, okay, mein Körper ist auch nicht unbesiegbar. Auf, sage ich mal, ganz physiognomischer Ebene war es auch ein guter Reminder, einfach mal wieder mehr Krafttraining zu machen und vielleicht nicht nur einfach immer nur loszulaufen. Die Blutanalyse mit Endon war für mich in einer interessanterweise eher schwierigen Phase, denn das war, nachdem meine Knieprobleme angefangen haben und ich also körperlich doch etwas eingeschränkt war und mich das auch ziemlich deprimiert hat zu dem Zeitpunkt und damit meine Psyche auch nicht gerade so stabil war. Es hat sich dann aber zum Glück beides relativ bald wieder eingespielt und so, dass ich die Werte dann wirklich auch jetzt brauchbar, gerade seit Anfang dieses Jahres, mit in meinen Trainingsplan und meinen Pensum einbauen konnte. Der Trail räumt mir einen Raum ein, der mit nichts anderem in meinem Alltag oder Leben vergleichbar ist. Ich habe sehr viel verstanden, dass es wichtig ist, über Gefühle zu sprechen, sich damit auseinanderzusetzen und die eben nicht beiseite zu schieben. Dafür brauchte ich trotzdem fast 10.000 Kilometer Fernwandererfahrung, um das rauszufinden. Denn davor war es vielleicht oft ein Fluchtinstinkt und dann ging es mir blendend auf den Trail und alles war super und ich dachte, ja klar, das ist die Lösung und dann kam ich zurück und es war alles genau wie davor. Ich versuche jetzt diese Freiheit oder diese Option, mich selbst zu spüren, mir zumindest mehr im Alltag auch zu geben. Natürlich kann das eine Überwindung sein und ich sage auch nicht, dass jeder sowas machen muss. Aber ganz oft sind Ängste auch irrational oder man kriegt die eben eingeredet. Wenn man mit einem positiven, trotzdem natürlich gesunden Mindset daran geht, glaube ich, dass man sich viele Ängste auch umsonst macht. Es können immer Dinge schiefgehen, aber wenn man es nie versucht, dann wird man es auch wirklich nie besser wissen. Und ich denke mal, man ist selber die einzige Person, die die eigenen Visionen und Träume am besten kennt. Niemand anders wird es für dich machen. Niemand anders kann es besser wissen. Und es kann immer noch schief gehen, aber man muss es eben einmal machen.